Es gab ein paar Situationen, wo ich so schräg war, dass dieser Notruf automatisch eben anging. Beim G ist es so, der bleibt einfach mal stecken. Wenn ich da nicht lang passe, was passiert mit dem Baumstumpf, der unten durch mein Auto durchkommt? Geil hier, wirklich geil hier. Zum heutigen Tag. Das ist im Wesentlichen Mercedes bzw. Buch G-lastig. Ihr seid zum Teil von sehr weit hergefahren. Das ehrt uns sehr und schön, dass ihr da seid. Ich fahre einen W461 von der Bundeswehr, also ein Wolf. Den auch ganz bewusst als Cabrio und als Spaßauto. Und für mich ist eben hier in der Hells-Klamm zu sein ein wichtiger Punkt, um so meine jährliche Dosis Offroad zu erleben. Wir sind hier in der Hells-Klamm, ein Offroad-Gelände eben schön in Niederösterreich. Wir sind 250 Hektar groß. Es ist ein natürliches Gelände. Sinn dieser Veranstaltung hier ist, dass ihr alle maximalen Spaß habt. Wirklich der Punkt war, robustes Auto zu kaufen und eben in diesem Aspekt auch einen, im wahrsten Sinne des Wortes, Oldtimer zu kaufen. Da ist nichts, was kaputt gehen kann, und wenn das kaputt geht, dann kannst du es alles selber reparieren. Das Auto ist Wahnsinn. Das ist ein G500 mit 421 PS. Der geht durchs Gelände, da muss man höllisch aufpassen, weil ich neige noch dazu, zu viel Gas zu geben. Aber die Technik hier, habe ich das Gefühl, da ist noch so viel Luft drin nach oben, dass der noch wesentlich mehr kann, was ich mir bis jetzt noch nicht zutraue. Was ich schade finde, ist, wenn dieses Auto als Einkaufswagen, SUV, Stadtauto, Boulevardauto missbraucht wird, weil dann das ist sinnlos dann an der Stelle. Ja. Leergewicht 2,8, ja, so um den Dreh. Und das durch die Gegend zu schieben, bloß um die Kinder zur Schule zu bringen in 2 Kilometer Entfernung, das ist Quatsch. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Ich bin tierisch stolz darauf, hier der Einzige zu sein auf dem ganzen Gelände mit dem 463A, der so bescheuert ist, auf gut Deutsch, sich das anzutun, hier durchzufahren. Ich habe auch 2 Sachen sind hier ab. Hier vorne und hinten ist ab. Bin noch ein paar Mal aufgesetzt. Aber das Auto, das muss ins Gelände. Das gehört da einfach hin. Und wenn du damit auf die Autobahn fährst, 180, dann fährst du auch wie ein SUV. Also allein diese Varianten zu haben, das ist einfach geil. Ich bereue keinen Meter. Macht mir einfach mega Spaß. Beim G ist es so, der bleibt einfach mal stecken.
Es wäre schön, wenn man so einen Schalter hätte, wo man sagt, reduziere mal ein bisschen die Leistung, weil du natürlich immer Leistung hast. Und an einigen Stellen ist es dann vielleicht sogar schon fast zu viel Leistung. Es ist aber natürlich souverän, diese Leistung auch zu haben und zu sagen, okay, ich weiß, wie ich sie einsetze und dann komme ich da auch durch. Perfekt. Sauber, alles gut. Das ist ein Einschnitt. Wenn es passiert, so. Holzen, komm! Das Auto ist hier wirklich, was die Technik angeht, wirklich High-End. Also das ist einfach ein Riesenunterschied, ob du mit diesen älteren Wölfen fährst oder mit den älteren Gs fährst oder mit dem hier, der geht ganz anders durchs Gelände, aber hat alles auch so seine Berechtigung, ne? Ich will gar nicht sagen besser, schlechter. Die Arbeit ist, glaube ich, genau die gleiche. Du musst im Kopf dir die Strecke überlegen. Fahre ich da lang, passe ich da lang? Wenn ich da nicht lang passe, was passiert mit dem Baumstumpf, der unten durch mein Auto durchkommt? Das ändert sich ja nicht. Was du aber wirklich hast bei dem Auto ist, du hast dann vorne eine kleine Kamera und die kleine Kamera sagt dir genau, wie dicht du an dem Ding vorbeifährst. Ich muss rausspringen oder jemanden haben, der für mich rausspringt. Es gab ein paar Situationen, wo ich so schräg war, dass dieser Notruf automatisch eben anging und dann eine Frau dann am Lautsprecher war und direkt gefragt hat, es ist alles in Ordnung. Zentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Nee, hat sich erledigt. Danke, braucht keine Hilfe, danke. Und das fand ich schon krass an der Stelle, dass die sofort auch da sind. Also für mich war es die absolute Feuertaufe hier. Ich fühle mich wirklich wie so ein getaufter junger Mann. Ja. Ich hatte zum Glück den Sven auch mit dabei. Das war für mich sehr hilfreich, das hat mir Sicherheit gegeben, weil der Sven halt auch ein erfahrener Offroader einfach ist. Ich komme wieder, brauche aber auch jemanden, der sich auskennt, wie unseren Tourguide, den Johannes oder den Sven. Der hat den Job so gut gemacht, dass ich mich als Neuling auch wirklich sicher gefühlt habe. Und wenn du so Leute nicht dabei hast, ist das nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ja, ich wurde wirklich gut begleitet und behütet und das hat Spaß gemacht, wirklich. War cool. Ja. Vielen Dank, ich fühle mich geehrt. Absolut. Du hast auch wahnsinnig gut gemacht und vor allem viel gelernt die letzten 2 Tage. Ja, kannst wohl laut sagen. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich komme einfach bald wieder. Respected Freedom aus der S-Cam. Yeah.